Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Man könnte der Meinung sein, ich möchte Sie heute mit einem Schock- oder Splatterfilm locken und binden. Doch so etwas ist eher nicht mein Stil. Ich gebe aber zu, dass ich mit Titel und Darstellung des heutigen Videos Ihre Neugier wecken wollte. Nun, es wäre etwas eigenartig, würde ein Betreiber eines YouTube-Kanals behaupten, das nicht zu wollen, oder? Ja. Was hat es also mit diesem Titel und der dazugehörigen Bilddarstellung heute auf sich? Das möchte ich Ihnen gerne sagen. Und genau das, was Sie da zu lesen, zu sehen bekommen, soll sich vor nicht allzu langer Zeit zugetragen haben. Eine Geschichte, welche speziell in der USA für Aufsehen sorgte. Für Menschen, die sich nicht nur sporadisch für Hunde interessieren und eher weniger tief in die Materie der Kaniden eintauchen. Mit Sicherheit eine sehr fantastisch wirkende Geschichte, davon bin ich überzeugt. Ja. Für diejenigen aber, welche tief im Meer der Hunde und ihrer Verwandten tauchen, eher eine Geschichte, die viele Fragen offen lässt. Und genau das möchte ich mir heute mit Ihnen etwas näher ansehen. Also, bis gleich. Ja, unsere Hunde erreichten schon sehr oft den Heldenstatus, seines höchste militärische Auszeichnungen aufgrund ihrer Einsätze in kriegerischen Konflikten. Und dabei sprechen wir nicht nur von längst vergangenen Zeiten, liebe Zuseher, auch in der modernen Kriegsführung kommt es immer wieder vor, dass Hunde aufgrund besonderer Leistung und Tapferkeit Orden verliehen bekommen. Wir wissen das. Auch im zivilen Bereich leisten Hunde Heldentaten und werden offiziell dafür gerühmt. Auch das wissen wir. Diese Liste ist sehr lang. Natürlich gibt es auch Heldentaten der Hunde, von welchen niemals irgendwer erfährt. Doch einige dieser Taten erreichen dennoch die Öffentlichkeit und werden ziemlich berühmt. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte rund um den Dogo Argentino-Rüden Morocho, der 2008 in Argentinien 2 Mädchen vor einem Puma rettete. Vielen von Ihnen mit Sicherheit bekannt, diese Geschichte. An diesem Tag beschlossen auf einer Farm in der Provinz San Luis in Argentinien die beiden Töchter des argentinischen Farmbesitzers Tomás Bracamonte, etwas vom Haus entfernt, Früchte von einem Feigenbaum am Feld zu pflücken. Unaufgefordert von den Mädchen folgte ihnen der etwa 40 Kilo schwere Dogo Argentino Rüde der Familie namens Morocho. Beim alten Feigenbaum angekommen, begannen die Mädchen damit darauf zu klettern und erkannten recht schnell, dass sie sich in Gesellschaft eines in den Ästen hockenden Pumas befanden. Auweh. Sofort schlug diese große Katze zu und traf eines der Mädchen, welches dabei aus etwa 2 Metern Höhe rücklings vom Baum auf den Boden stürzte. Voller Panik, wie man sich denken kann, und natürlich auch voll mit Todesangst, ergriffen beide Mädchen schreiend dann die Flucht. Der Puma, der sprang vom Baum und nahm vom Jagdfieber gepackt deren Verfolgung auf. In diesem Moment rannte in vollem Lauf Morocho an den schreienden Mädchen vorbei und krachte mit vollem Karacho in den Puma rein. Und dabei entbrannte ein Kampf auf Leben und Tod.
Der Vater dieser Mädchen, der hörte die Schreie und rannte so schnell er konnte los. Bei den Mädchen angekommen erfuhr er von dem Vorfall und lief weiter in Richtung des Hundes. Und dort angekommen, bot sich ihm ein schreckliches Bild. Der Puma lag regungslos da und über ihn stand schwer gezeichnet und stark blutend der Dogo Argentino, der kurz danach schwer verletzt zusammenbrach. Thomas trug den Hund sofort zurück ins Farmhaus, wo sich die Familie dann intensiv um ihn kümmerte und natürlich auch um sein Leben bangte. Doch Marocho erholte sich nach einiger Zeit vollständig. Ja. Zurück blieben nur tiefe, klar erkennbare Narben. 2013 verstarb dieser Hund friedlich an Altersschwäche. Eine beeindruckende Geschichte, keine Frage. Doch hier gibt es auch viele Menschen, die den Wahrheitsgehalt dieser Erzählung anzweifeln. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich einige Argumente verstehen, die behaupten, ganz so kann das nicht gewesen sein. Für die meisten Zweifler beginnt diese Geschichte ab dem Zeitpunkt zu haken, wo der Farmer auf seine schreienden, flüchtenden Mädchen trifft und sofort zum Hund weiterläuft. Was hätte er mit bloßen Händen tun sollen? Und einen in einem Todeskampf verwickelten Puma vertreibt man auch nicht durch Schreien. Die meisten Menschen wissen das. Ganz speziell Farmer wissen das. Natürlich kann man jetzt behaupten, der Mann befand sich in einer Extremsituation, was sicher der Fall war, und handelte somit aus Sorge um seinen Hund nur instinktiv, dachte nicht viel nach und deswegen lief er sofort weiter. Auch liebe Zuseher, das ist ein argentinischer Farmer. Die Existenz des Pumas in seiner Umgebung und dessen Gefährlichkeit ist für diesen Menschen mit Sicherheit kein Neuland. Und man darf davon ausgehen, dass er in seiner Funktion und dem Kontakt mit anderen Farmern schon häufiger das Thema Puma behandelt hat. Viele Zweifler der Geschichte sind also der Meinung, dass der Farmer Thomas entweder schon beim Zusammentreffen mit den beiden Mädchen ein Gewehr bei der Hand hatte oder er nach dem Zusammentreffen der beiden Mädchen zurück ins Haus gelaufen ist und sich mit einem Gewehr, welches die meisten argentinischen Farmer besitzen, bewaffnet hat. Denn viele sind davon überzeugt, dass ein einzelner Dogo Argentino nicht dazu fähig ist, einen erwachsenen Puma zu töten. Weshalb sie auch glauben, der Hund erhielt Unterstützung durch ein vom Farmer auf den Puma abgefeuertes Projektil. Ich sage Ihnen was. Eines ist ganz klar. Dieser Hund hat mit der großen Raubkatze auf Leben und Tod gekämpft und den beiden Mädchen ist aufgrund seines todesmutigen Einsatzes nicht wirklich etwas geschehen. Und dieser Hund ist für mich ein waschechter Held. Da fährt die Eisenbahn drüber, klare Sache. Doch glaube ich, dass Marocho den Puma im Alleingang tötete? Nein, ich persönlich glaube das nicht. Ein Dogo Argentino hat alleine gegen einen erwachsenen, gesunden Puma keine Chance. Er ist dazu fähig, dieser Katze schwer zuzusetzen. Ja, das ist er. Doch ein nicht verletzter, erwachsener, gesunder Puma tötet jeden Hund im Kampf 1:1. Es kam schon vor, dass sogar Leoparden beim Versuch, einen Hund zu reißen, von diesem so hart und empfindlich gebissen wurden, dass sie von ihrem Vorhaben abließen und die Flucht ergriffen. Das ist Fakt, das kam vor, das wissen wir. Aber so etwas bewegt sich in einer völlig anderen Welt als in dieser, wo ein Hund solch eine große Raubkatze dazu zwingt, um ihr Leben zu kämpfen. Also ja, auch ich denke, dass der Farmer Thomas hier nachgeholfen hat und ich denke, das ist auch gut so. Und trotzdem, ich wiederhole mich, dieser Hund war unbestritten ein Held.
Diese Geschichte kann sich meiner Meinung nach genauso zugetragen haben, wenn der Puma entweder ein sehr junges, sehr altes oder krankes Tier dargestellt hat. War das ein gesunder, erwachsener Berglöwe, hat der brave Hund ihn mit Garantie nicht im Alleingang getötet. 3 Morochos könnten das. 2 Morochos dann, wenn das trainierte Puma-Dogos sind, und selbst da würden sie schwer was abbekommen. Das garantiere ich Ihnen. Liebe Zuseher, wir wissen, dass Dogo Argentinos bis heute an armen Testpumas trainiert werden. Und diese bemitleidenswerten Katzen stellen zumeist junge oder alte Tiere dar, denen schwer reaktionsmindernde Medikamente verabreicht werden, bevor Dogos, die man für die Raubkatzenjagd damit vorbereiten möchte, auf sie losgelassen werden. Ein Morocho, der sich in ernsten Kampf mit einem gesunden Puma wiederfindet, ist dem Tode geweiht. Und genau deswegen hinkt diese Geschichte, so wie sie offiziell veröffentlicht ist, ein wenig, möchte ich sagen. Ich wiederhole mich aber zum 3. Mal und trotzdem war dieser Hund ein Held. Ja. Und nun zu dem Hund und den 11 Kojoten, die Sie am Thumbnail oder über den Titel meines heutigen Videos ausmachen können. Was hat diese Geschichte mit jenen Argentinien zu tun? Nun, auch hier hat einiges in der offiziellen Darstellung oder wirft einiges in der offiziellen Darstellung Fragen auf, wenn ich so sagen kann. Auch diese Geschichte ist ein Augenöffner und auch hier gibt es meiner Meinung nach berechtigte Zweifel. Von vielen Leuten gibt es die. Doch was war da eigentlich los? Möchte ich Ihnen jetzt erzählen. Der Farmer John Weirwill betreibt ein biologisches Landschaftsgestaltungsunternehmen in einem Außenbezirk von Atlanta in der USA. Und dazu nutzt er eine Herde von 90 Schafen, um sie dafür einzusetzen, Unterholz und Gestrüpp auf Grundstücken aufzufressen, abzufressen. Als Schutz für die Herde nutzte er 2 Pyrenäenberghunde. Am 4. November 2022, das war der Tag dieses Vorfalls, war der Rüde Kasper 21 Monate alt. Seine Partnerin Daisy war zu diesem Zeitpunkt mit 8 Welpen hochträchtig. Gegen 22 Uhr wurde der Farmer Weirwill auf mehrere Kojoten aufmerksam, die sich der Schafherde näherten. Er schaffte es aber, die Tiere zu vergrämen und zur Flucht zu verleiten. Gegen 3 Uhr morgens weckte ihn intensives Bellen seiner beiden Hunde und er eilte zum Gehege. Dort angekommen zählte er 11 Kojoten, von welchen einige bereits über den Zaun ins Schafgehege eingedrungen waren. Daisy, die trächtige Hündin, trieb die Schafe in eine Ecke und positionierte sich schützend vor ihnen. Kasper, der 21 Monate alte Rüde, platzierte sich etwas weiter vor der Herde und nahm drohende Körperhaltung ein. Und als er den ankommenden Farmer Weirwill bemerkte, puschte ihm das geistig und er ging zur Attacke auf die Kojoten über. Die offizielle Erzählung spricht davon, dass Kasper innerhalb von nur etwa 10 Sekunden 3 Kojoten tötete, worauf die verbliebenen 8 in Panik gerieten und die Flucht ergriffen. Kasper setzte ihnen mit einem Sprung über den 1,20 Meter hohen Zaun nach und verfolgte sie. Der Kampf verlagerte sich aus dem Sichtfeld des Farmers in ein bewaldetes Gebiet. 30 Minuten lang soll der Farmer nur wilde Kampfgeräusche im Dunkel ausgemacht haben, ohne zur Situation aufschließen zu können. Er versuchte, den Hund laut zurückzurufen, doch das scheiterte. Nachdem es leise wurde, kehrte Kasper nicht zurück. Am Morgen fand John Weirwill die Kadaver von noch einmal 5 Kojoten, Fellbüschel und ein abgerissenes Stück von Kaspers Rute. Er suchte die Gegend erfolglos nach dem Hund ab und bat in den sozialen Medien um diesbezügliche Hilfe. Am 3. Tag nach dem Kampf geschah dann, womit keiner mehr gerechnet hatte. Kasper humpelte schwer verletzt auf die Farm zurück.
Sein Zustand war aber kritisch. Er hatte eine klaffende, tiefe Fleischwunde am Hals, schwerste Bisswunden an der Flanke und seine Rute war völlig zerfetzt. Der Farmer meinte damals, Kasper sah aus, als hätten ihm die Kojoten die Haut abgezogen. In der Tierklinik wurden mehrere stundenlange Operationen an ihm durchgeführt und seine Rute musste vollständig kopiert werden. Nach 16 Tagen in der Klinik durfte der tapfere Hund dann wieder nach Hause, musste aber noch monatelang eine Halskrause tragen. Ja. Doch er gesundete wieder vollständig und kehrte danach wieder zu seiner Herde zurück. Über eine GoFundMe-Kampagne wurden die Tierarztkosten in der Höhe von satten $15.000 Spenden finanziert. Bei der Farm Dog of the Year Veranstaltung im Jahre 2024 erhielt Kasper im Online-Voting über 100.000 Stimmen und gewann den Titel des People's Choice Pup. Das Preisgeld von $1.000 spendete Virwil an die Tierklinik, die das Leben Kaspers gerettet hat. Nun, liebe Zuseher, was denken Sie über diese Geschichte? Ich möchte Ihnen gerne meine Meinung dazu preisgeben. Ja. So wie bei dem Dogo Argentino Morocho ist auch hier bei Kasper klar. Dieser Hund befand sich in einem Kampf auf Leben und Tod. Ganz klar. Und diesen führte er, weil er seiner Aufgabe als Herdenschutzhund nachging. Und genau wie Morocho ist auch Kasper ein Held für mich. Da fährt die Eisenbahn drüber. Klare Sache. Ich habe Ihnen so detailliert von dieser Geschichte erzählt, wie es das Netz zulässt. Und genau bei dieser Erzählung gibt es offene Fragen und von nicht wenigen Menschen meiner Meinung nach berechtigte Zweifel. Hierbei beginnt es etwas zu haken, nachdem der Farmer Virwil davon spricht, 11 Kojoten hätten es auf die Schafe abgesehen gehabt. Derartige Großrudel sind für Kojoten absolut untypisch. Während Wölfe dafür bekannt sind, in derart großer Rudelstärke vorzugehen, spricht man bei Kojoten schon von einem außerordentlich starken Verband, wenn dieser 6 Tiere beinhaltet. Kojoten jagen meistens alleine oder im Paar. In den seltensten Fällen tun sie das und schließen sich zu Gruppen von mehreren Tieren zusammen. Doch eventuell war das in dieser Nacht tatsächlich der Fall. Man weiß es nicht. Ja. Sehr unglaubwürdig erscheint aber die Aussage, Kasper hätte in etwa 10 Sekunden 3 der 11 Kojoten getötet. Der Pyrenäenberghund ist ein starker Hund. Er ist sehr wehrhaft, welcher ohne Zweifel dazu fähig ist, einen Kojoten im Kampf auf Leben und Tod zu biegen. Die meisten Hundeerfahrenen oder Hundekenner wissen das, doch kein Hund unseres Planeten tötet 3 Kojoten in etwa 10 Sekunden. Keiner. Erwachsene Kojoten erreichen etwas über 50 cm Schulterhöhe und können über 20 Kilo schwer werden. Diese Tiere sind blitzschnell, äußerst beweglich und verfügen über ein beeindruckendes Gebiss, liebe Zuseher. Außerdem liegt es in ihrer Natur, dass sie sich gegenseitig helfen, wenn sie in der Gruppe von einem einzelnen Gegner attackiert werden. Schauen Sie sich auch schon Videos von für die Kojotenjagd spezialisierten Black Mouth Curs. Das ist ein Jagdhundetyp in der USA. In solchen Videos sah ich Hunde oder einen Hund, der einen von 3 anwesenden Kojoten in einem Kampf bindet und sofort von den beiden anderen attackiert wird, worauf er sich gegen 3 wehren muss, bis der Besitzer dann von der Langwaffe Gebrauch macht und seinen Hund unterstützt. Ein entschlossener Pyrenäenberghund hätte mit einem einzelnen Kojoten einige Zeit zu tun, um ihm das Leben auszuhauchen. Zu 100%iger Sicherheit viel länger als 10 Sekunden. Also davon können Sie ausgehen. Ja, mit mehreren Kojoten, die sich zusätzlich hier zu unterstützen, ist das eine Sache der Unmöglichkeit. Weshalb viele und auch ich davon ausgehen, dass dieser Teil der Geschichte nicht stimmen kann. Ja. Die restlichen 8 Kojoten flüchteten also. Das ist eine glaubhafte Geschichte. Ja.
Das waren zwei laute und wehrhafte Hunde in Verbindung mit dem Erscheinen eines Menschen, das kann man schon glauben. Ja. In diesem Fall hechtete ihnen dann Kaspar mit einem Satz über den 120 cm hohen Zaun nach. Ist zwar schwierig für einen Pyrenäenberghund, aber es ist machbar, möchte ich sagen. Ja, und dann verschwanden die Kojoten und der Hund in der Dunkelheit. Ja. Wirwil hörte laute Kampfgeräusche. Das ist typisch für Kojoten, die sich im Konflikt mit Hunden befinden. Anders als Wölfe, die hier fast lautlos agieren, können Kojoten hier mittels lauten Drohrufen ziemlichen Wirbel veranstalten. Das weiß man. Ja. Der Farmer konnte den Hund nicht lokalisieren, fand ihn nicht in der Dunkelheit und begab sich am Morgen erneut auf die Suche nach ihm. Dabei stieß er auf die Kadaver von 5 Kojoten, welche mit den 3 Getöteten innerhalb des Schafgeheges eine Anzahl von 8 ergeben. Außerdem fand er Fellbüschel und ein abgerissenes Stück der Rute des Hundes. Kaspar selbst war ja verschwunden. Seiner Aussage nach muss Kaspar also die Kojoten eingeholt haben, was nur möglich wäre, wenn die Kojoten sich gestellt haben. Denn kein Pyrenäenberghund dieser Welt ist dazu fähig, einen flüchtenden Kojoten einzuholen, lieber Zuseher. Für solche Aufgaben werden in der USA Greyhound-Gruppen eingesetzt, denn die sind schnell genug dafür. Man muss also davon ausgehen, dass die Kojoten den Kampf angenommen haben. Oder zumindest einer das tat. Und wenn das der Fall war, dann war er nicht alleine. Mit Garantie bekam er Unterstützung. Nochmal. So etwas liegt in der Natur von Kojoten, die in Gruppen unterwegs sind. Und dann war Kaspar der Gejagte und nicht mehr der Jäger. So sehe ich das. Ja. Ich gehe davon aus, dass sich dieser Hund dann in einer Position befand, wo er nicht bestrafte, sondern nur mehr kämpfte, um sein Leben zu retten. Ganz sicher. Scheinbar hat er dabei so heftig ausgeteilt, dass die Kojoten von weiteren Attacken abließen und schließlich abzogen. Zum Glück. Ja. Schwer verletzt und traumatisiert verschwand er dann 3 Tage lang, bis er wieder auf die Farm zurückkehrte. Es gibt weder Fotos von den 3 getöteten Kojoten im Schafsgehege, noch welche von den 5 gefallenen Wildhunden abseits davon. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht einmal an einen getöteten Kojoten. Mit Garantie hat der eine oder andere der grauen Räuber anständige Bisse des sehr tapferen Hundes abbekommen. Ganz sicher. Ja. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Kojoten zu mehreren anwesend waren, hatte der einzelne Hund einfach nicht die dafür benötigte Zeit zur Verfügung, um einen von ihnen zu töten, ohne selbst dabei völlig zerlegt zu werden. Und davon bin ich überzeugt, zu 100% überzeugt. Und sehr viele sehen das ähnlich. Doch auch hier möchte ich mich nochmal wiederholen, ja, so wie ich das bei Maroccio davor auch tat. Kaspar ist ein äußerst tapferer Hund, ein braver Hund. Für mich ohne Zweifel und ganz klar ein Held. Aber so wie diese Geschichte in Umlauf gebracht wurde, kann sie nicht stimmen. Es ist unmöglich. Ja. Schauen Sie, unsere Hunde haben absolut und unbestritten was drauf. Speziell in der Beziehung zu uns Menschen haben Hunde viel mehr drauf, als alle anderen von uns domestizierten Tiere zusammen das haben. Das muss von jedem neidlos anerkannt werden. Glaube ich die Geschichte von Maroccio? Teilweise glaube ich sie, ja. Alles davon glaube ich nicht, ganz sicher nicht. Wie sieht es mit der Geschichte von Kaspar aus? Auch hier kann sich einiges nicht zugetragen haben, wie es erzählt wird. Klare Sache, unmöglich. Schauen Sie, ich wage zu behaupten, etwas Ahnung davon zu haben, was Hunde können und was sie nicht können. Ich finde mich auch sehr gut in der allgemeinen Welt der Kanidenfamilie zurecht, wo natürlich auch der Kojote dazu zählt. Und obwohl ich unerschütterlicher Fan der hundeartigen Räuber bin, faszinieren mich auch die Felidae, also die Katzenfamilie, egal ob Hauskatze oder sibirischer Tiger. Ich weiß recht gut, was diese Tiere drauf haben. Einige oder viele wissen das nicht so genau. Ja. Und diese Leute lassen sich dann gern mal von YouTube-Videos fangen mit Titeln wie 2 Hunde, die einen Löwen töten können. Ja. In solchen Videos sehen Sie dann zumeist auf der einen Seite einen erwachsenen Löwen
Und auf der anderen Seite poppt mir ein Kangal oder ein Alabei auf. Liebe Zuseher, bei allem Respekt. Sie wissen, ich stehe immer auf der Seite der Hunde. Das tue ich immer, egal wann und wo. Aber wissen Sie, was ein erwachsener Löwe mit einem dieser Hunde tut? Der zerdrückt sie auf der Zunge und spuckt sie vor ihnen aus. Keiner dieser beiden Hunde würde länger als einige Sekunden gegen einen erwachsenen Löwen überleben können. Kein Hund der Welt würde das schaffen. Die einzigen Landraubtiere der Welt, welche in einem ernsthaften Konflikt mit einem erwachsenen Löwen bestehen oder triumphieren könnten, sind Tiger oder große, schwere Bären. Ich hörte mal von einem Raubkatzenspezialisten, dass unter Umständen auch ein großer Jaguar mit um die 120 Kilo Gewicht dazu fähig sein könnte. Der Jaguar gilt ja in der Felidae-Szene als der American Pitbull Terrier der Katzen. Aber weder Kangal oder Alabei noch irgendein anderer Hund der Welt könnten das. Das wäre im Konflikt 1:1 erst unterhalb der Liga des Pumas theoretisch möglich. Und selbst ein großer Luchs kann einen tödlichen Gegner für die stärksten Hunde darstellen. Was nicht bedeutet, dass ein guter Hund einen Luchs nicht biegen kann. Das bedeutet das überhaupt nicht. Doch auch hier wäre ein sehr starker, wehrhafter Hund mit Sicherheit schwer gezeichnet. Also, liebe Zuseher, man sollte diese Themen vernünftig und nüchtern betrachten und sich nicht von sensationellen oder von dem Sensationellen überrennen lassen. Ja, unsere Hunde haben schwer was drauf, das wissen wir, haben viel mehr drauf, als wir Menschen das haben. Stellen Sie sich vor, Sie wehren sich mit bloßen Händen gegen einen Puma. Oder Sie kämpfen unbewaffnet mit mehreren Kojoten. Versuchen Sie mit bloßen Händen ein um sein Leben kämpfendes Wildschwein zu fixieren. Stellen Sie sich das mal vor. Oder vertreiben Sie mit 2 oder 3 Kumpeln unbewaffnet mittels Scheinattacken einen großen Braunbären von Ihrer Viehherde. Na, lieber nicht. Hunde können das besser? Ja, Sie haben recht, Hunde können das besser. Aber unbesiegbare Zauberer sind sie nicht. So viel dazu. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.